Willkommen bei Arbor Seminare. Mein Name ist Birgit Genz und ich freue mich sehr, heute Abend Linda Graham willkommen zu heißen. Hello Linda, warm welcome to you. Linda ist Ehe- und Familientherapeutin und lehrt achtsames Selbstmitgefühl in der San Francisco Bay Area. Darüber hinaus gibt sie Schulungen, Workshops, spricht auf Konferenzen und verbindet in ihrer Arbeit Neurowissenschaften, Beziehungspsychologie und Achtsamkeit. Sie hat außerdem das Buch geschrieben, Der achtsame Weg zu Resilienz und Wohlbefinden, und wird Ende April, Anfang Mai zu einem Workshop hier in Freiburg sein. Doch jetzt begrüße ich Linda erstmal heute Abend zu unserem Gespräch über Resilienz. Hello again, Linda. Nice to have you here. It's an honor to speak with you again. Wonderful to be here, Birgit. Thank you. Thank you. So, Linda, there's the saying, how you respond to the issue is the issue. How does that relate to resilience? Ich stelle Linda die Frage, da ist dieser Ausspruch, wie man auf ein Thema reagiert, ist das Thema. Wie verhält sich das gegenüber Resilienz, Linda? So traditionally, we think of resilience as a noun. It's a quality or a trait, like grit or determination or perseverance. Also aus der traditionellen Sicht sehen wir Resilienz als eine Eigenschaft oder als einen Charakterzug an, genauso wie Überzeugung oder Durchhaltevermögen. But actually, resilience is more like a verb. It's a process. It's capacities that allow us to perceive a situation and choose a response quickly, adaptively, flexibly, skillfully. Aber tatsächlich ist Resilienz mehr ein Prozess, ein Verb. Das ist ein Prozess, der uns erlaubt, unsere Reaktion flexibel, angemessen und gekonnt auszusuchen auf eine Situation. So resilience really is capacities to choose our response to difficulties and even disasters in ways that are very skillful and effective. Tatsächlich ist Resilienz genau diese Möglichkeit, unsere Reaktion auszuwählen gegenüber widrigen Umständen, aber auch Katastrophen. And in what ways is neuroscience helpful when we try to strengthen our resilience? Auf welche Art und Weise hilft uns die Neurowissenschaft, wenn es darum geht, unsere eigene Resilienz zu stärken? So the greatest discovery of modern neuroscience has been neuroplasticity. Die größte Entdeckung der Neurowissenschaften ist die Neuroplastizität. That the brain can grow new neurons lifelong. It can create and strengthen the connections and communication between those neurons. It can create new neural pathways lifelong. Neue Zellen wachsen ein ganzes Leben lang. Neue Zellverbindungen wachsen ein ganzes Leben lang. Ja, ganze Schaltkreise im Gehirn bilden sich ein Leben lang heraus. So that even in adulthood, brain change is actually the rule rather than the exception. Es ist tatsächlich so, dass selbst für einen Erwachsenen die Erneuerung und das Wachstum des Gehirns eher die Regel ist als die Ausnahme. So now we know that because any experience at all, any experience, causes neurons in the brain to fire. Und weil wir wissen, dass jede Erfahrung, egal welche Erfahrung, dafür sorgt, dass Neuronen im Gehirn feuern. When we repeat the experience, we repeat the neural firing. Es ist also so, wenn wir die Erfahrung noch einmal machen oder wiederholen, dann sorgen wir auch dafür, dass die Neuronen noch einmal feuern. So when we repeat experiences over time, that actually strengthens or creates new neural circuitry. We can even rewire the old circuitry when the patterns of coping are not so effective. Und das bedeutet, dass wir ganz neue Schaltkreise im Gehirn trainieren können, indem wir Erfahrungen neu installieren. Also das heißt, indem wir die Neuronen nochmal zum Feuern bringen, können wir sogar die alten Schaltkreise überschreiben.
So the neuroscience guides us in choosing the experiences that will actually strengthen the functioning of the prefrontal cortex, which is the higher brain center of executive functioning. Und die Neurowissenschaften leiten uns dahin an, dass wir die Erfahrungen auswählen, die uns dabei helfen, die Funktion des präfrontalen Kortex, was das höhere Zentrum im Gehirn ist, besser zum Funktionieren zu bringen. One of the functions of the prefrontal cortex is response flexibility. Und eine der Funktionen des präfrontalen Kortex ist die Flexibilität der Reaktion. So we learn how to strengthen the functioning of that part of the brain so that we can have more flexibility in our responses, so that we can choose the practices and responses that will allow us to be resilient. Was wir also tun können, ist das Gehirn zu trainieren, dieses Zentrum in unserem Gehirn weiter herauszubilden, so dass wir eine größere Flexibilität in unseren Reaktionen an den Tag legen können. Great, thank you, Linda. If you would recommend one little exercise to our audience in order to strengthen their resilience, not a big one, but I mean, your workshop is full of a vast, vast treasure of exercises. But if you would recommend one little. So, ich habe Linda gefragt, ich kenne ihren Workshop und ihr Workshop ist voller Schätzen an Übungen. Aber jetzt habe ich sie gefragt, ob sie eine kleine Übung weiß, die sie empfehlen würde, um die eigene Resilienz zu stärken. Linda. So the first practice that I teach all my clients and in all my workshops is hand on the heart. Die Übung, die ich all meinen Klienten und in all meinen Workshops als erstes einführe, ist die Hand aufs Herz. So it's actually a very simple practice, and yet it's powerful enough to calm down a panic attack in less than a minute. Das ist eine ganz einfache Übung und doch ist sie sehr kraftvoll und kann eine Panikattacke innerhalb von weniger als einer Minute verhindern. So whenever there's a worry or a distress or an upset or a startle, you simply place your own hand on your heart center so you can feel the warm touch of your hand. Also wann immer eine Sorge aufsteigt oder eine Beunruhigung oder auch Stress, platzieren wir eine Hand auf unserem eigenen Herzen und spüren die Wärme, die wir dadurch wahrnehmen. And then you begin to breathe a little more slowly, gently, deeply into the heart center. Und dann atmen wir ein bisschen sanfter, ein bisschen tiefer in dieses Herzzentrum hinein. And then if you wish, you can breathe in a sense of ease or safety or peace or goodness into the heart center. Und dann, wenn wir es wollen, können wir ein Gefühl von Leichtigkeit oder Sicherheit oder Frieden oder Güte in dieses Herzzentrum hineinatmen. And then you take a moment to remember a moment when you felt safe and loved and cherished with another person. Und dann nimmt man sich einen Moment Zeit und erinnert sich an eine Situation, wo man sich sicher und geborgen und geliebt gefühlt hat im Zusammensein mit einer anderen Person. Okay. So not the entire relationship, just one moment of feeling safe and loved. Da geht es nicht um die ganze Beziehung, sondern nur um einen Moment, in dem man sich sicher und geliebt gefühlt hat. So this could be a moment with a partner or a child. It could be a friend or a therapist. It could be a spiritual figure, and it could even be a pet. Also dabei kann es sich um eine Situation handeln mit einem Partner oder mit einem Kind oder mit einem Freund, einem Therapeuten vielleicht, einem spirituellen Wesen oder auch einem Haustier. So in remembering this one moment of feeling safe and loved and cherished, you let yourself feel the felt sense of that moment in your body. Indem wir uns an diesen einen Moment des Gefühls der Sicherheit und der Liebe erinnern, erlauben wir, dass diese Empfindung in unserem ganzen Körper aufsteigt. So then feeling and savoring that warm glow that you feel in your body, you stay there for 10 or 20 or 30 seconds and actually return to a sense of calm.
Und indem wir diesen Moment der Verbundenheit, der Liebe und der Sicherheit im Körper auskosten für 10 bis 20 oder 30 Sekunden, nehmen wir wieder ein Gefühl der Ruhe wahr im eigenen Körper. So what's happening in the brain when we do a practice like that is just putting your hand on your heart actually puts sort of a brake on your survival responses, and you already begin to calm down. Was im Gehirn geschieht, wenn wir eine solche Übung machen, ist, dass dadurch, dass wir unsere Hand auf dem Herz platzieren und die Wärme spüren, beruhigen wir uns schon ein wenig und gehen aus der Stressreaktion raus. Then by breathing more slowly and deeply into the heart center, we're activating the parasympathetic branch of the nervous system, which is the calming branch. Und durch das tiefe Durchatmen aktivieren wir dann den parasympathischen Teil des Gehirns, der für die Ruhe sorgt. Then by breathing in a sense of ease or safety or goodness, you're actually restoring the coherent heart rate variability of the heart, which is what allows the heart to respond flexibly to stress. Und indem wir dann ein Gefühl von Leichtigkeit, Frieden, Güte einatmen, erlauben wir der Herzrate, sich wieder zu beruhigen. Und das ist ein Schlüssel dafür, dass das Herz flexibel reagieren kann. And then remembering this moment of feeling safe and loved and cherished activates the release of oxytocin in the brain. Und sich dann an einen Moment der Verbundenheit und der Liebe in einer Beziehung zu erinnern, lässt das Hormon Oxytocin frei werden. And oxytocin is the brain's hormone of safety and trust, of bonding and belonging. Und Oxytocin ist das Hormon von Verbundenheit, von Liebe, von Zugehörigkeit des Gehirns. It's the brain's direct and immediate antidote to the stress hormone cortisol. Und das ist das direkte Gegengift für das Stresshormon Cortison. So when we activate the release of oxytocin, blood pressure goes down, the heart rate stabilizes, and we actually come to a sense of calm again in the body. Wenn wir also dafür sorgen, dass Oxytocin freigesetzt wird, dann reduziert das den Blutdruck, die Herzrate geht zurück und wir nehmen wieder ein Gefühl von Ruhe und Sicherheit wahr. And that sense of calm in the body actually brings us out of the reactivity of our survival responses back into the functioning of the higher brain again, and we can make good decisions. Und diese Empfindung von Ruhe im eigenen Körper bringt uns zurück aus der automatischen Stressreaktion hin zur Funktion unseres höheren Gehirnes, und das ist der Ort, von dem aus wir flexible und ausgewählte Entscheidungen treffen können. So I usually suggest that people practice this exercise, hand on the heart, 5 times a day for a full week. Normalerweise schlage ich vor, dass die Leute diese Übung 5-mal am Tag für eine ganze Woche durchführen. Because that's what trains the brain to go to an exercise like this as the new automatic pattern, the new automatic choice of response. Weil diese Art der Übung konditioniert das Gehirn dahingehend, dass es diese Art der Reaktion, der Ruhe, als automatische Reaktion auf Stress wahrnimmt und sich angewöhnt, in diese Übung zu gehen. So when we practice this often enough and repeat this often enough, the presence of the oxytocin can actually preempt the stress response from happening in the first place. Wenn wir eine solche Übung oft genug machen, dann kann tatsächlich die Ausschüttung von Oxytocin das Ausbrechen der Stressreaktion von vornherein verhindern. So I teach this practice because it's how the brain learns best, little and often, small practices repeated many times. That's how we create change, and that's how we can choose to respond better to any issue. Also es gilt für das Gehirn, dass es am besten lernt in kleinen Dosen und die möglichst oft. Und deswegen leite ich gern solche Übungen an, weil wir dadurch Veränderung in Gewohnheiten herbeiführen können. Und das ist das, was dann eine Veränderung herbeiführt und wie wir lernen können, unsere Reaktionen auszuwählen. Wow!
Thank you, Linda. I feel motivated to start right now, my 5 times a day. Ich habe zu Linda gesagt, wow, danke schön. Ich habe Lust, am liebsten gleich loszulegen mit meinem 5-mal am Tag diese Übung machen. Linda, I've worked with you several times, and I know that you have lots of exercises like that. I will exercise till we see in May. And I'm looking forward to do so. Ich habe Linda gesagt, ich weiß, dass sie viele solche Übungen hat. Ich werde diese Übung machen bis zum Mai, wo wir uns sehen werden. Und bedanke mich heute für dieses Gespräch. Linda, thank you so much for bringing your time, bringing your wisdom, and I'm inspired to practice.